Herzensgrüße vom 13. Juni 2025. Wenn helfen nicht reicht. Hallo ihr Lieben. Der Tag begann ruhig, aber zeigte einmal mehr, in welch gefährlichen Zeiten wir leben. Als hätte ich das nicht bereits gewusst. Das Bambi und die Wolfsmaske. Ich kam erst spät ans Camp in Prigorodki, sah aber wieder nach dem Rechten, zählte die Unterstände, prüfte die Vorräte, wie ich es jeden Morgen tat. Alles schien in Ordnung und ich bezog meinen Beobachtungsposten im Rohbau. Man konnte nie wissen. Plötzlich sah ich einen Überlebenden, der sich am Camp bediente und eine Wolfsmaske aus einem der Unterstände zog. Dann schnappte er sie sich und rannte los. Seltsam, aber ich ließ ihn gewähren, denn die Dinge in unseren Unterständen waren für alle da. Wer brauchte, durfte nehmen. Das war das Versprechen und ich hielt fest daran. Später setzte ich mich ans Wasser, warf die Angel aus, grillte ein paar Fische fürs Camp. Ein stiller Moment, ein Moment, der sich nach Zuhause anfühlte. Danach zog es mich nach Tschernogorsk, wo ich in den Wäldern ein Wildschwein aufspürte und mit der Blaze erledigte. Ich war stolz, nicht auf den Schuss, sondern auf die Versorgung, auf die Wärme, die ein gebratenes Stück Fleisch bringen konnte. Ich sah ein Bambi in roter Hose übers Feld rennen, aber ließ es ziehen. Offenbar wollte es bei uns keine Rast machen und ich hatte keinen Grund, den Fremden dazu zu zwingen. Aber gut zu wissen, dass ich ihn zuerst gesehen hatte. Es blieb also ruhig. Doch dann kam die Nachricht aus Beresino und alles drohte zu kippen. Verrat in Beresino. Erst gestern hatten wir noch die große Vereidigung gefeiert. Die Beresino Boys und das eine Girl hatten offiziell die kommissarische Leitung übernommen. Bitwanted, Bitwalker und Yannick als Gast. Sie alle hatten sich voller Überzeugung zu unseren Werten bekannt. Hilfsbereitschaft, Respekt, Schutz für die Schwächsten. Und dann, nur einen Tag später, trafen sie auf 2 englischsprachige Bambis. Sie führten sie durchs Camp, zeigten ihnen alles, erzählten ihnen, wie das hier funktionierte. Dann plötzlich ein Schuss. Ohne Vorwarnung. Von hinten. Bitwanted wurde getroffen, schwer verletzt, starb er an seinen Wunden. Bitwalker zog seine Waffe, erwischte einen der Angreifer, aber auch Yannick wurde schwer getroffen und erlag seinen Verletzungen. Das Essenszelt war danach leer, geplündert, unsere Vorräte geraubt, das Vertrauen zertrümmert. Sofort setzte ich mich in mein Auto und machte mich auf den Weg. Ich kam an, als die beiden Täter fast verschwunden waren. Sie mussten noch einige Zeit beobachtet haben. In der Ferne sah ich nur noch 2 Gestalten weglaufen. Weiße Armbinden. Mischa. Die Gruppierung unserer Tschechen und unserer Slowaken. Ich stellte ihren Anführer Rob und Lakose zur Rede. Schließlich hatten sie sich erst gestern noch zum Schutz unserer Camps bekannt. Und doch waren die Mörder Teil von Mischa gewesen. Und wieder einmal fiel der Name Mate. Meldon, so sagten sie, sei ein Mitläufer gewesen. Aber Mate war der Täter. Wie damals, als ich selbst am Zelt erschossen wurde. Ich fühlte einen tiefen Schmerz, aber auch eine bittere Klarheit. Denn ich hatte es schon einmal gesagt und ich sagte es wieder. Wer nichts tut, schützt den Täter. Und wenn man dabei zuschaut, während Werte, für die man steht, mit Füßen getreten werden, dann stellt sich nicht mehr nur die Frage, was man nicht getan hat, sondern was man hätte tun sollen. Etwas später erschien dann Yannick wieder am Camp. Neu aufgewacht an der Küste. Er hatte noch ein kleines Zombie-Problem, aber ich konnte ihn zum Glück reanimieren. Das Camp war also wieder sicher. Für den Moment. Ein Bürgerkrieg im Schatten. Lakose sprach später von einem inneren Konflikt. Fast wie ein Bürgerkrieg, der sich in den Reihen von Mischa abzeichnete. Mate, so sagte er, war zwar zurückgekehrt, aber er hatte sich abgewandt von der Gruppe, weil er nicht einsah, dass man Camps respektieren sollte, weil für ihn das, was wir taten, unwichtig war. Und ich fragte mich, wie viele von ihnen warteten im Schatten, bereit zuzuschlagen. In Selenogorsk natürlich, gab es derweil den nächsten Rückschlag. Carla J. wurde erschossen. Vermutlich vom Schatten. Wer sonst? Schnelle Reflexe, sicheres Auftreten, immer der erste Schuss, immer tödlich.
Es war, als würde er auf sein Opfer warten, auf Carla, auf jeden, der sich traute, seinen Weg zu kreuzen. Dabei hatte Carla sich nur kurz zuvor noch friedlich mit von Bausch unterhalten. 2 gute Bekannte auf dem Rückweg. Dann ein Schuss, dann Stille. Einmal mehr wurde mir klar, dass ein friedlicher Austausch und Überleben keine Selbstverständlichkeit waren, besonders nicht an Militärstützpunkten. Kleine Gesten, große Wirkung. Zurück in Prigorodki begegnete ich selbst beim Angeln einem jungen Mann namens Jan. Als er mich aufmerksam beobachtete und ich herausfand, dass er noch nie geangelt hatte, erklärte ich ihm die Grundlagen. Wir grillten gemeinsam, teilten ein paar ruhige Momente. Aus Mogilewka hörten wir Raid-Schüsse. Eine weitere Basis in Gefahr? Oder nur ein weiterer Versuch, Chaos zu stiften? Ich wusste es nicht. Jan gab später Pinky noch etwas von seinen gefundenen Sachen. Ein kleiner Tausch, aber mit großer Wirkung. Silas gesellte sich dazu und am Ende hatten wir eine ordentliche Portion Fisch für das Lager. Von Leck bis Loyalität. Whisky meldete sich später. Er war Opfer eines dieser unsäglichen Tschernolecks geworden, bei dem Fahrzeuge in Sekundenbruchteilen beschädigt oder gar zerstört wurden. Ich fluchte leise in mich hinein. Dieses Land machte uns nicht nur kaputt, es veränderte auch die Gesetze der Physik. Ich fuhr später noch nach Elektrosawodsk, half beim Aufbau eines Zeltes. Aber dann eskalierte der Konflikt zwischen Banana Ops und Misha. 2 Gruppen, die eigentlich andere Feinde hatten. Und doch, es kam zum Kampf. Dabei hatten doch beide genug eigene Baustellen. Ich verstand es nicht. Vielleicht war es Stolz, vielleicht nur verletzte Ehre. Ich brachte Kalle und Mora ein Stück weit in den Norden, von Elektro aus. Nicht zu weit. Wir waren kein Truppentransporter, aber wenn jemand einen sicheren Ort brauchte, dann war ich da, so gut ich konnte, egal auf welcher Seite er stand. Am Ende meines Weges stieß ich auf einen Helicrash. Und dort, fast wie eine Belohnung für einen langen Tag, fand ich ihn. Ein grüner taktischer Rucksack. Er war für Süder, ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Ich wusste es in dem Moment, als ich ihn sah. Und ja, sie würde ihn lieben. Zum Schluss. An Tagen wie diesem frage ich mich oft, was bleibt? Vertrauen bricht, Freunde sterben, Lager werden geplündert. Aber dann sehe ich, wie jemand angelt, friedlich. Wie ein Bambi sich über den ersten gefangenen Fisch freut und ihn grillt. Wie eine gute Freundin einen Rucksack bekommt, der besser nicht hätte passen können. Und ich weiß, nicht alles ist verloren. Noch nicht. In diesem Sinne, bleibt mitfühlend. Passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet, Herz aus Gold.